Es gibt Neues von der Investor und zwar zum Erlebnispark Eckenhagen mit dem Alpine Coaster, wo wir schon mehrfach darüber berichtet haben, und es gibt auf jeden Fall jetzt ein großes und spannendes und vor allem sehr wichtiges Update, wo sogar ihr mitmachen könnt. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Radio Video Magazin und einem neuen Video meinerseits, und heute reden wir nochmal über den Alpine Coaster für den Erlebnispark Eckenhagen, den es ja auch noch gar nicht gibt. Ich verrate euch sogar den Namen, den der Alpine Coaster bekommen wird, exklusiv hier in diesem Video. Aber ganz kurz alle abgeholt, die eventuell nicht im Thema sind, wobei das glaube ich gar nicht so viele sind, weil das für sehr viel Aufsehen gesorgt hat, als das vor einiger Zeit schon anfing hier auf dem Kanal. Das Ganze läuft dann noch viel länger, und zwar geht es um einen neuen Alpine Coaster, also eine Sommerrodelbahn, bei der man auch nicht aus der Strecke rausfliegen kann, die in Eckenhagen entstehen soll. Zwischen dem Affen- und Vogelpark Eckenhagen und einem Gelände, wo es zum Beispiel eine Schule, ein Schwimmbad oder auch einen Sportplatz gibt. Am Fuße des Ganzen befindet sich auch noch ein Heißluftballon-Startplatz, und oben drüber fliegt ab und zu auch mal ein lautes Flugzeug. Und da waren wir ja bei einer Lärmsimulation vor Ort und haben euch auch ein Video mitgebracht, könnt ihr gerne noch mal reingucken, was schon ein bisschen kurios und befremdlich eventuell auf den einen oder anderen gewirkt hat. Denn so wie manche Leute wohl in Eckenhagen aus ihren Autos aussteigen, steigt kein anderer Mensch auf dieser Welt aus seinem Auto aus. Könnt ihr alles in diesem Video auf jeden Fall euch nochmal angegucken. Aber das Spannende und Wichtige ist, es gibt jetzt die zweite Offenlage. Das bedeutet, alles wird an Informationen der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt, und die Öffentlichkeit kann sich jetzt noch einmal zu dem Ganzen äußern. Und das bedeutet, jeder Bürger kann sich dazu äußern, also du, ich, die Leute, die da leben. Und bei der zweiten Offenlage, ich verlinke euch auch alles Wichtige in der Videobeschreibung, geht es darum, dass man alles einsehen kann, was soll konkret umgesetzt werden, was soll dort gebaut werden, unter welchen Voraussetzungen und was muss alles erfüllt werden, damit das Ganze auch umgesetzt wird. Und seit dem 3. März 2025 haben wir alle jetzt die Möglichkeit, eine E-Mail zum Beispiel zu schreiben, und das bis zum 3. April 2025. Alles, was jetzt in diesen 4 Wochen eingeht, wird berücksichtigt. Alles, was diese Frist nicht einhält, wird nicht berücksichtigt. Ihr könnt auch selbst vor Ort ins Rathaus gehen und da auch dann zum Beispiel mündlich das niederschreiben lassen, was ihr dazu meint. Und da ist auch wirklich jeder eingeladen und darf, ob positiv oder negativ, sich zu dem Ganzen äußern. Bauleitplanung@reichshof.de ist die E-Mail-Adresse, die ich auch in der Videobeschreibung noch mal reingeschrieben habe. Und es bringt natürlich jetzt nichts zu schreiben, dass man mit seinen Kindern auf jeden Fall kommen wird, aber solche Sachen wie, dass das touristische Angebot von der Region erweitert wird, dass man sich selber auch vorstellen kann, das zu einer 2-Tages- oder Mehrtages-Ausflugsdestination für sich selber zu machen, was auch realistisch ist, weil ich auch sogar schon von Leuten aus Österreich Rückfragen bekommen habe, wie denn jetzt der Stand der Dinge in Eckenhagen ist. Oder zum Beispiel auch, dass es einfach noch keinen Alpine Coaster in der Region Köln-Bonn gibt. Und die Region könntet ihr eventuell, wenn ihr diesen Kanal verfolgt, auch schon kennen, durch den einen oder anderen kleinen Freizeitpark, den wir hier auch schon mal auf dem Kanal gezeigt haben. Und wie gesagt, ich packe euch alle Links auch in die Videobeschreibung. Ihr könnt euch da gerne hunderte Seiten reinziehen und durcharbeiten, wenn ihr das Ganze möchtet, um euch einfacher abzuholen. Der Plan ist es halt, ein Alpine Coaster, also eine Sommerrodelbahn zu bauen, und die vom Hersteller Wiegand, Marktführer für das Ganze. Zusätzlich soll ein Kletterturm noch entstehen und 12 Stützenbaumhäuser, damit man auch noch ein Übernachtungsangebot hat. Das Stationsgebäude übrigens, das zeige ich euch einmal hier, wird eine Mittelstation werden. Das Ganze auch wieder, um das so naturschonend wie möglich umzusetzen und verschiedenste Auflagen auch hier zu erfüllen, so dass man dann halt den halben Lift vor der Fahrt fährt, den halben Lift nach der Fahrt fährt. Das Stationsgebäude wird mehrere Ebenen haben, dann die Technikräume dort drin vereinen. Es wird auch eine Geschäftsführerwohnung dort drin geben und natürlich den Ein- und Ausstieg des Alpine Coasters, der Bergischer Bob heißen wird. Das erfahrt ihr jetzt hier exklusiv zum ersten Mal. Vorher wurde das noch nicht öffentlich gemacht. Das wird der Name für den Alpine Coaster sein, Bergischer Bob, und das im Erlebnispark Eckenhagen dann, wenn das Ganze dann auch durchgeht. Um auch noch mal vielleicht den einen oder anderen abzuholen, der noch
Bedenken hat. Es gibt unfassbar viele, unzählige und unglaublich teure Gutachten, die erstellt wurden, ob das Ganze überhaupt dort machbar ist. Und wir befinden uns ja auch in einem Nutzwald. Und nichtsdestotrotz muss Fläche aufgeforstet werden. Es muss Ausweichflächen geben. Es müssen bestimmte Pflanzen an bestimmten Stellen gepflanzt werden, die vorgegeben werden. Das kann man sich nicht aussuchen. Es gibt ein Lärmgutachten, was dann ein richtiges Ingenieurbüro erstellt hat, was übrigens dann zum Entschluss gekommen ist, dass man die Grenzwerte noch nicht mal überschreitet bzw. noch nicht mal ankratzt. Es gibt ein professionell erstelltes Verkehrsgutachten, was auch dann darauf kommt, dass einfach keiner irgendwas merken wird, dass es jetzt mehr Verkehr gibt. Der Schotterparkplatz kann nicht einfach ein Schotterparkplatz sein. Auch da ist vorgegeben und eingezeichnet, wie dieser umgesetzt werden soll. Das ist super viel, das ist super komplex, aber ganz kurz hier mal eben erwähnt und zum Nachlesen, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Und ich würde auch, wenn das Ganze umgesetzt wird, euch versprechen, es gibt dann auch eine Doku-Serie, wo wir den ganzen Bau und die ganzen Umsetzungen dann mit der Kamera begleiten und dann auch auf diese ganzen Gutachten und Maßnahmen eingehen, die ergriffen werden müssen, um das überhaupt umzusetzen. Wie gesagt, sehr komplex, sehr viel, dann lieber vor Ort direkt zeigen und erklären. Und das einmal als Update euch abzuholen und als Motivation eventuell selbst auch tätig zu werden und seinen Teil dazu beizutragen, das Ganze zu ermöglichen oder zu verhindern. Das ist natürlich auch machbar. Und ansonsten findet ihr wirklich alles, was ihr wissen müsst, in der Videobeschreibung. Und ich hoffe, dass wir uns bald hier wiedersehen mit Bau-Updates. Ansonsten sehen wir uns jeden Tag um 18 Uhr zu einem neuen Video wieder hier auf dem Ride Review YouTube-Kanal.